Für manche Personen ist der morgendliche Toilettengang die schlimmste Erfahrung des Tages. Es wird gedrückt, gepresst, ohne dass wirklich viel rauskommt. Es ist so, als ob einfach alles blockiert wäre. Und noch schlimmer ist das Gefühl von der unvollständigen Entleerung. In diesem Video erfährst du eine Ursache, die deine Entleerung enorm erschweren kann. Ich zeige dir die richtige Art, sich zu entleeren. Ja, es gibt sich. Und was du unbedingt vermeiden solltest. Wenn dein Stuhl nicht als ein ganzes Stück rauskommt, sondern fragmentiert in mehr kleineren, die nicht unbedingt immer hart sein müssen, du extrem stark pressen musst, um dich zu entleeren, ständig das Gefühl hast, es ist noch nicht alles raus, es bleibt immer noch was hängen, ständig Stuhldrang hast und dies sogar manchmal schmerzhaft ist und nicht selten dich sogar mit den Fingern behilflich sein muss, um dich dabei zu helfen, sich komplett zu entleeren, dann kann es gut sein, dass man an einem obstruktiven Defekationssyndrom leidet. Die Hauptmerkmal von diesem Krankheitsbild ist, dass man normalen Stuhldrang hat. Das heißt, man geht normal häufig auf die Toilette, kann jeden Tag sein oder bis zu 3-mal in der Woche, aber man ist unfähig, sich komplett zu entleeren. Die Ursache hierfür kann sehr unterschiedlich sein. Eins aber, das relativ häufig vorkommt, ist die Beckenbodendysenergie. In dem Normalfall, wenn sich das Enddarm füllt, das Rektum, dann ist es so, dass der innere Schließmuskel, der wird locker, das Enddarm befühlt sich noch weiter und erst dann wird es uns bewusst, dass wir eigentlich auf die Toilette müssten. Im besten Fall würde man dann in richtiger Ort und Stelle und sogar auch noch Zeit dafür haben, dass du dann das Häuschen besuchen kannst. Bewusst signalisiert man das Beckenboden, dass es locker lassen kann, damit man sich dann auch letztendlich entleeren kann. Bei der Dysenergie passiert das leider nicht. Es ist uns bewusst, dass der Enddarm voll ist, also man hat den Stuhldrang, aber man ist nicht in der Lage, den Beckenboden loszulassen. Also der Schließmuskel, der wir willkürlich zuschließen, können wir nicht willkürlich entspannen. Sozusagen ist das Tor geschlossen. Je nachdem, wie viel Kraft wir mit dem Bauchmuskel machen, also wie doll wir mit dem Bauch drücken, kann es schon dazu kommen, dass der Druck so viel höher ist als das, was der Schließmuskel aushalten kann, dass dieses es nicht widerstehen kann und teilzeitig sie eröffnet, was dann letztendlich zur Stuhlentleerung kommt. Das Problem ist, sobald diesen Druck jetzt halt weniger wird, schließt sich das Ganze wieder und es bleibt immer noch irgendwie was da drin hängen. Das Problem dabei ist, dass dieser erhöhten Druck vor allem über die Jahrzehnte hinweg eigentlich schädlich ist, sowohl für den Enddarm selbst als auch für den Beckenboden. Und wusstest du, dass die Art und Weise, wie du auf deiner Toilette sitzt, dass es dir leichter oder sogar schwerer machen kann, sich zu entleeren? 2 Muskeln spielen bei der Dysenergie eine ganz wichtige Rolle. Den äußeren Analschließmuskel und auch den Puborectalis. Diese beiden Muskeln sollen kräftig sein, damit man auch kontinent ist und somit Wind und Stuhl zurückhalten kann. Wenn aber das Ziel ist, sich zu entleeren, ist es extrem wichtig, dass man in der Lage ist, diese beiden Muskeln zu relaxieren, also zu entspannen. Und wenn du weißt, wie es geht, kann sich auch deine Entleerung viel, viel einfacher ablaufen. Und mit genau dieser Technik erreichst du das. Also, es beginnt erstmal mit der richtigen Position. Normalerweise sind die Klos so konzipiert, dass man in einer 90-Stellung der Hüfte sitzen kann. Also mit einer aufrechten Rumpf und die Hüfte in 90 Grad ist es relativ ungünstig für den Schließmuskel und den Puborectalis. Je weiter du die Hüfte nach oben bewegst, desto besser ist es für diese beiden Muskeln, sich zu entspannen.
Und das kannst du relativ leicht erreichen, indem du so einen kleinen Hocker vor deiner Toilette platzierst. In dieser Position, wo die Knie viel höher sind, ist es viel leichter, sich zu entleeren. Wenn du in dieser Position erstmal bist, dann versuche ganz langsam und ganz bewusst den Schließmuskel zu schließen. Also, stell dir mal vor, du willst Wind zurückhalten. Spann deinen Beckenboden kurz an und vor allem nicht mit voller Kraft. Stell dir mal vor, du willst nur so 50% von der voller Kraft entwickeln und spannst dann für 3 Sekunden langsam an. Mit halber Kraft halte diese Spannung für 3 Sekunden und lass es dann wieder los. Das solltest du nun 3-mal machen. Kurz anspannen, Spannung halten mit halber Kraft, 3 Sekunden lang und lass es dann wieder los. Nachdem du das 3-mal wiederholt hast, dann geht es darum, um die Bauchatmung zu üben. Ich zeige das jetzt in dieser Position, einfach weil es da ein bisschen leichter zu sehen ist. Im besten Fall bleibst du weiterhin nach vorne mit dem Rumpf. Also, atme 5-mal in den Unterbauch ein. Bei der Einatmung muss der Unterbauch nach vorne sich bewegen. Einatmen, der Bauch wölbt sich vor, ausatmen, der Bauch sinkt wieder ein. Einatmen, der Bauch wölbt sich vor, ausatmen, der Bauch geht wieder rein. Und noch einmal. Einatmen, der Unterbauch wölbt sich vor. Angenommen, du bist in dieser Position, würdest du dann auch den Druck von dem Bauch an deine Oberschenkel spüren. Bei der Ausatmung senkt sich der Bauch wieder nach innen, weil der Zwerchfell ja nach oben geht. Und das wiederholst du 5-mal. 5-mal die Spannungsübung, 5-mal die Atmenübung. Nachdem du die An- und Entspannungsübungen gemacht hast, die 5 Bauchatemübungen durchgeführt hast, dann kann es gut sein, dass du spürst, dass das Enddarm jetzt voller wird. Und nun geht es um die restliche Entspannung des Beckenbodens und die richtige Ausstoßtechnik. Also, beim nächsten Mal, wo du einatmest, statt dass der Unterbauch nach vor sich bewegt, solltest du dir vorstellen, dass du jetzt halt eine ganz enge Jeanshose anziehen willst. Also ziehst du den Unterbauch etwas rein. Atme tief ein, halte diese Spannung vom Unterbauch und mache dann einen ganz leichten Druck vom Bauch, ohne dass der Unterbauch sich vorwölbt, nach hinten, so dass du das Gefühl bekommst, dass der Druck vom Bauch nach unten Richtung Steißbein gerichtet ist. Achte darauf, bewusst das Schließmuskel locker zu lassen, dass es sich öffnet. Der Ausstoß von dem Stuhl wird durch diese leichte Spannung der Bauchmuskulatur forciert. Du kannst das Ganze noch etwas unterstützen, indem du den Rumpf vor und zurück bewegst. Wichtig ist es, wenn du nach vorne kommst, dass du ganz bewusst den Beckenboden auch loslässt. Also in der Einatmungsphase. Den Unterbauch ziehst du kurz rein, so als ob du eine enge Hose anziehen willst und stoßt es dann nach unten Richtung Steißbein. Wenn du Probleme mit dem Beckenboden hast, dann abonniere meinen Kanal. Hier hast du mehrere Tipps und Übungen, wie du bewusst etwas für deine Beckenbodengesundheit tun kannst. Und hier noch ein paar Tipps, was du unbedingt vermeiden solltest oder wie du umgehen solltest, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu entleeren. Wie ich davor schon erwähnt habe, versuche nicht zu doll zu pressen. Der erhöhte Druck, vor allem der falsch ausgeübte Druck, sorgt dafür, dass viel zu viel Druck nach vorne gerichtet wird. Beim Pressen wird dann der Unterbauch richtig vorgewölbt. Genau das
sorgt dafür, dass der Druck eher vorder auf die Blase geht und deutlich weniger Effekt hinten auf den Enddarm. Diese Art von Pressen sorgt nur für eine Überbelastung auf der Blase, hat aber auf die Entleerung selber weniger Wirkung. Manche Patienten, vor allem die, die auch eine Rektozehle haben, also eine Senkung von dem Enddarm, glauben, dass genau diese Senkung die Ursache für deren Beschwerden ist. Die Studienlage jedoch zeigt, dass viel wichtiger als die Grad der Senkung ist die Stuhlkonsistenz. Je weicher dein Stuhl ist, desto leichter ist es, sich zu entleeren und desto leichter kommt es alles in One-Shot raus, damit du nicht das Gefühl bekommst von einer unvollständigen Entleerung. Sorge dafür, dass dein Stuhl weich und geformt ist. Dafür ist es extrem wichtig, auch genug Ballaststoff zu sich zu nehmen. Empfohlen werden 30 Gramm pro Tag. Und ich sag's dir, 30 Gramm ist richtig viel. Ich selber schaffe es nicht jeden Tag 30 Gramm zu mir zu nehmen. Ein wichtiger Faktor, der sehr häufig vor allem bei uns Frauen vernachlässigt wird, ist Zeit. Wir nehmen uns sehr häufig nicht die Zeit dafür, weil der Morgen viel zu stressig ist. Am besten planst du dir diese Zeit auch ein. Also, morgens ist die Darmtätigkeit sowieso erhöht. Durch das Einnehmen von einer Mahlzeit wird diese Darmbeweglichkeit noch unterstützt. Das nennt man gastrokolischen Reflex. Nutze den auch aus. Frühstücke und nach dem Frühstück, so 10 bis 15 Minuten danach, kommt diesen Reflex und die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Toilette geht, ist viel erhöhter. Wichtig ist, dass du dann auch die Zeit dafür hast und nicht unbedingt schnell wieder wegrennen musst. Das Entleeren selbst ist eine Frage von Sekunden, aber sich bequem und ohne so viele Sorgen hinzusetzen, kurz einzuatmen, kurz zu entspannen, dafür braucht man ein paar Minütchen mehr. Ein ganz wichtiger Tipp: Wenn du das Gefühl hast, dass du einen Stuhldrang hast, sollte man nicht willkürlich dagegen anzugehen. Also, wenn man das Gefühl hat, man müsste eigentlich auf die Toilette, bewusst dagegen aber anspannen, die Schließmuskel noch weiter schnürt, weil man jetzt keine Zeit oder nicht der richtige Ort dafür ist, dann reduziert man auch die Beweglichkeit oder die Bewegung von dem Darm selbst. Der Darm wird träger. Der Stuhl wird wieder zurück in den Enddarm überführt, bleibt dort längere Zeit. Durch diese vermehrte Zeit wird auch mehr Wasser aus dem Stuhl entnommen, was diesen dann auch härter macht. Ein harter Stuhl wird auch schwieriger zum Entleeren sein. Also, wenn du Schwierigkeit hast, frühmorgens auf die Toilette zu gehen oder grundsätzlich sich zu entleeren, dann probiere mal diesen Tipps aus. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!